Ja, Glück auf, liebe Aktien- und BDC-Freunde, denn die BDCs schießen im Moment geradezu ihre Quartalszahlen raus und ich denke, um es kurz zu machen, Blue Owl, das wird die Enttäuschung von dieser Saison sein. Ähm, Zahlen sind nicht gerade motivationsfördernd. Hinzu kommt noch der Punkt, dass ein Merger mit einem anderen BDC von Blue Owl angekündigt wurde. Das hat auch außer dem Management keinen so richtig begeistert. Aber gehen wir der Sache nach und nach ein bisschen auf den Grund und auf geht's. Also zuerst mal mein eigenes Exposure. Natürlich habe ich den wieder im Portfolio, auch schon lange. 500 Stück, ein Millionstel, das ist ein wirklich großer BDC. Erstkauf, also hier 23 und letzter Kauf noch dieses Jahr. Aktueller Kurs nach der Bekanntgabe der Zahlen in den Keller gerauscht, nur noch 12,10 $, also wirklich wenig. XIRR immerhin noch plus 15% trotz des abgesackten Kurses. Dividende bei 1,53. Viermal Basisdividende von 37 Cent und eine Sonderdividende gab es noch. Vielleicht habe ich da auch eine vergessen nachzutragen. Ich meine, es wären zwei gewesen. Egal. Also eine Rendite in der Vergangenheit auf 12,6%. Die Sonderdividende sind aber gestrichen jetzt, dass wir jetzt eigentlich viermal 37 Basisdividende haben. Auf meinen Kaufkurs so um die 10%, gestern um 5% nach unten gekracht. Kann man nicht anders sagen. Steht bei 10,50 €, steht 1.500 € im Minus. Hab aber durch Zwischenverkäufe in der Vergangenheit 1.600 verdient und 2.500 Dividende kassiert. Also das erklärt eben auch das positive XIRR, was wir hier sehen können. Gut, insgesamt bin ich mit dem Wert noch zufrieden, aber ich bin gar nicht so sicher, ob wir hier nicht noch tiefere Kurse sehen werden heute. Wenden wir uns den Kursverläufen mal zu, dann sehen wir hier, dass wir im Zweijahresrückblick, dass wir von den letzten 2 Jahren mit 12,10 $ den niedrigsten Wert haben, den wir hier in den letzten 2 Jahren hatten. Hier gab es auch nochmal in der Trumpschen Zollkrise eine 12,50. Die wurde dann hier nochmal unterschritten und jetzt mit der Zahlenveröffentlichung gestern in einem Schlag nach unten. Können wir mal auf 5 Tage umstellen, da sieht man das dann sehr schön. Zahlen rausgekommen, rums, und da ist dann auch nicht wieder hochgegangen, sondern nochmal tiefer gegangen im Tag hier auf 11,95. Oh je, oh je. Und wo das jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Wir schauen erstmal in die Zahlen hinein. Wir könnten aber nochmal Folgendes machen, um uns hier einen Überblick zu verschaffen, nochmal Ares dazu blenden. Gucken, ob das auch gleich funktioniert. Manchmal spinnt er da ja. Nö, das geht ganz gut. Und da sieht man eigentlich, dass Ares hier im letzten 12 Monaten deutlich besser gelaufen ist. Year to date besser gelaufen. Zweijahresverlauf deutlich besser gelaufen. Plus ein, minus 17%. Also der Kurs hier von Blue Owl eigentlich schon seit dem Herbst letzten Jahres hier, da konnte er Ares nicht mehr folgen, was vorher durchaus der Fall gewesen ist. So habe ich den Wert auch kennengelernt, dass das so kurstechnisch so auf Augenhöhe von Ares ist, nur ein bisschen höhere Dividendenrendite auch bietet. Jetzt ist natürlich die Dividendenrendite noch höher, keine Frage, wenn der Kurs so weit unten steht. Ja, gibt mir auch wieder zu denken, kaufen, halten, verkaufen. Was ist hier die richtige Antwort? Aber wir schauen jetzt erstmal auf die Zahlen. Wie gesagt, wir machen das jetzt ein bisschen, ich versuche es mal ein bisschen schneller zu machen, weil wir noch das Thema mit dem Merger haben. Investmentvolumen um 1,6% gestiegen. Okay, aber jetzt auch nicht gerade eine Explosion. Wir liegen immer noch hinter dem Wert von Q1 hier zurück. Das heißt, nach dem letzten Merger, den sie hier gemacht haben mit OBDCE, einem börsennotierten BDC, den sie da noch laufen hatten, die haben noch einen dritten börsennotierten OTF oder so heißt der so Technologieaktien hauptsächlich hält. Und wollen jetzt aber mergen nicht mit einem börsennotierten, sondern mit einem nicht börsennotierten BDC, den sie noch haben, OBDC2, römisch 2. Und der hat im Prinzip dieselben Werte im Portfolio wie OBDC. Gibt es eine 98,5% Übereinstimmung der Werte. Und ja, es wird wieder NAV auf NAV berechnet am Übertragungstag und dann kriegen die Einwohner von OBDC 2, die kriegen dann sozusagen OBDC-Aktien. Also man Aktientausche, man übernimmt die Werte hier rein. Das heißt, wir werden
in Q1 2026, so ist der Plan, wird der Merger passieren, dann wird hier nochmal ungefähr 1 Milliarde obendrauf kommen durch den Merger. Die Anzahl der Unternehmen wird aber kaum zunehmen. Wir haben jetzt immer noch hier einen relativ hohen Durchschnittsbestand. Das heißt, hier stecken ein paar große Investments drin, was wir bei Ares, da unterscheiden sich also von Ares an der Stelle. Die haben wesentlich mehr Einzelinvestitionen hier drin und da ist dann der Durchschnittswert deutlich kleiner. Cashbestand, ja, man sieht, dass wir einen großen BDC haben. Will ich gar nichts dazu sagen. Aktiva sind auch um 1,2% gestiegen. Auslagen zur Finanzierung 2,9%. Neue Aktien haben sie nicht begeben können, weil sie ja unterm NAV auch schon gehandelt haben und jetzt nach dem aktuellen Kursrückgang auch drunter stehen. War auch ein Thema im Earnings Call gestern und man hat das jetzt beantwortet, dass man das 2024er Rückkaufprogramm beendet hat und ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat. Auf die Frage, wie viele Aktien denn sie mit dem 2024er Programm zurückgekauft hätten, kam dann die Antwort keine. Also fragt man sich als Zuhörer, Zuschauer, warum das alte Programm beenden, ein größeres neues auflegen, wenn im alten überhaupt keine Aktien gekauft worden sind. Okay, man hat jetzt aber gesagt, mit dem Aktienrückkaufprogramm, das kommt ja letztlich auch den Aktionären zugute, da hat man jetzt 200 Millionen hineingetan. Für einen Mini-BDC hier wie TPVG, die machen ja ein Aktienrückkaufprogramm von 14 Millionen, das fand ich schon sensationell. 200 Millionen bei Ares, also die 14 Millionen von TPVG werden hier hochgerechnet auf Ares ungefähr 250 bis 300 Millionen. Ja. Also die 200 Millionen sind jetzt keine Sensation, würde ich sagen. Insbesondere auch, wenn man weiß, dass ein Aktienrückkauf aus dem alten Programm gar nicht stattgefunden hat. Eigenkapitalquote ist damit leicht gesunken. Wie gesagt, bei den niedrigen Kursen an der Börse im Moment können Sie auch keine neuen Aktien rausgeben. Zinseinnahmen, ja, das ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung nach diesem halbgaren Ergebnis im Q1, an der schönen Steigerung in Q2. Jetzt ist man unter Q1 wieder zurückgefallen. Auch die Gesamteinnahmen hätte ja sein können, dass ich das hier irgendwie falsch zugeordnet habe. Die Gesamteinnahmen in Q3 liegen unter Q1. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich habe Q1 noch damit erklärt, dass der Merger so halb im Quartal erfolgt und dass man nicht auf den ganzen Assetbestand die Einnahmen schon hatte. Das sah auch so aus und jetzt ist es leider hier die Einnahmesituation äußerst unbefriedigend, finde ich. Also wenn ich hier eine Eigenberechnung mache, komme ich auf 10,7%. Sehr schlecht. Der Zinsaufwand ist stabil, er ist nicht gewachsen. Okay, das haben wir selten. Allerdings wird die Lücke dann jetzt deutlich kleiner. 150 minus 450, da bleiben also noch 300 Millionen übrig, bevor jetzt die Gebühren von Blueowl abgezogen werden, sozusagen. Das sind die anderen Ausgaben. Also die Zinsen auf Ausleihung bei 6%, 6,1 ist okay-isch. Der neue BDC, der dazukommt, hat weniger Fremdmittel. Der sollte den Fremdmittelanteil ein bisschen nach unten drücken. Der hat mehr Eigenmittel. Andere Ausgaben, also ist zumindest auch im Earnings Call so gesagt worden. Ich habe es nicht selber überprüft. Andere Ausgaben sind ja hauptsächlich die Gebühren, kann man sagen, ungefähr 100 Millionen jedes Quartal kriegt Blueowl Verwaltungsgesellschaft, das ist schon heftig. War auch ein Thema im Earnings Call, haben 2 Analysten gefragt, ob sie denn mal drüber nachdenken, die Gebühren zu senken, weil sie zum einen schwafeln sie immer davon, das wäre vorteilhaft. Den Vorteil sehe ich allerdings nur auf der Ebene von Blueowl. Die haben dann weniger Verwaltungsgebühren, kassieren aber weiterhin ihre festen Prozentsätze von dem BDC. Also da hat der BDC eigentlich gar nichts davon. Den Vorteil geben sie ja gar nicht an den BDC weiter. Es haben auch 2 Analysten gefragt und es wurde eigentlich jedes Mal abgewehrt und gesagt, nein, die Gebühren, die sind schon immer so gewesen, jetzt seit 10 Jahren. Und das ist im Vergleich mit Wettbewerbern ist das gut aufgestellt und da denkt man nicht drüber nach, die zu verändern. Also obwohl die Analysten, die gefragt haben, gesagt haben, ja, wenn ihr jetzt bestimmte Vorteile erwirtschaftet, denkt ihr dann auch mal dran, die Gebührenstruktur zu verändern? Ja, natürlich nicht. Also die Vorteile landen bei Blueowl, bei der Muttergesellschaft, bei der Verwaltungsgesellschaft, nicht bei Blueowl Capital, dem BDC. Also von daher gibt es auch sehr viele Nutzer von Seeking Alpha, die den Merger negativ kommentieren und sagen, davon haben wir mal wieder als Aktionäre nichts.
dass die Vorteile bleiben alle bei der Verwaltungsgesellschaft, Muttergesellschaft von Blue Owl Capital. Ist sicherlich auch ein Grund, neben den schlechten Einnahmen, die sie hier ausgewiesen haben, warum die Aktie jetzt so gehandelt wurde, wie sie gehandelt wird, wie sie gestern auch schon gehandelt wurde, sprich runtergegangen ist, das will ich sagen. So. Ja, dann ist natürlich auch das Net Investment Income nicht unbedingt gestiegen mit sinkenden Einnahmen. 190 Millionen ist nicht super schlecht, hatte ich ja hier vorher auch, aber ich habe natürlich durch den Merger ein viel größeres Portfolio. Bewertungsänderung wieder negativ mit 60 Millionen, sodass der Gewinn nicht ausreicht für die Dividende, das kann ich schon so vom Hingucken sagen. Aktienbestand 500 Millionen, Dividende 37 Cent, also sagen wir mal 5 mal 4, das wären 200 Millionen, also mit 128, man hat also ungefähr, mit 128 kommt man nicht hin, man hat ungefähr 180 Millionen, die man auszahlt als Dividende und das hat nicht gereicht und damit sinkt das NAV. Das ist etwas, was wir nicht sehen wollen. Kursentwicklung, ja, hier 12,77, das war vor dem Kursrücksetzer, jetzt sind wir bei 12,10 $ angekommen. Das ist ein wirklich tiefer Kurs, hier hatten wir mal eine 11,55, also es geht noch tiefer. Ich muss das hier ja auch schon gesehen haben und als ich meinen Erstkauf gemacht habe, habe ich wahrscheinlich auch zu günstigen Kursen gekauft. Wobei wir jetzt nochmal einen Abschlag zum Euro haben. Ne? Hier war der Euro wahrscheinlich ein bisschen näher am Dollar dran, obwohl 2022 war das vielleicht noch nicht so schlimm. Ja, Marktwert überspringe ich ja immer gerne. Buchwert, also auch hier 14 Cent verloren. Ich habe TPVG gerade gelobt im letzten Video, dass sie 14% dazu gewonnen haben und die dazu gewonnen haben, hat Blue Owl jetzt in gleicher Höhe verloren. Unbefriedigend, unschön. Hier im Merger haben wir schon mal einen Verlust von 12 Cent. Nach dem Merger im nächsten Quartal 13 Cent verloren, weil nicht genug Gewinn übrig geblieben ist. Mit den 137 und jetzt nochmal ein Verlust von 14 Cent. Sehr unschön. Ne? Das Net Asset Value hier im Höchststand 16,50. Ja, sagen wir aber mal 15,50. Jetzt unter die 15 gefallen ist. Klar, der Wert wird an der Börse jetzt mit einem großen Abschlag gehandelt. Das mag den einen oder anderen Käufer jetzt freuen, aber die Altaktionäre freut das nicht unbedingt. Gewinn je Aktie also pro Share 25 Cent. Dividende war 37. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Sonderdividende gegeben hat. Nein, Sonderdividende gab es hier und... Ne, Entschuldigung, das ist nicht die Dividende. Hier gab es eine Sonderdividende von 5 Cent, hier gab es nochmal 2 Cent und genau, das fehlte noch in meiner Darstellung. Und jetzt gab es auch noch, hier gab es 1 Cent und hier gab es 2 Cent, so ist richtig. Also wir haben insgesamt 8 Cent Sonderdividende gesehen in diesem Jahr. Ja, das wollte ich sagen. Das Net Investment Income liegt drunter, lag wenigstens, hier lag es auch schon mal drunter, früher eigentlich immer drüber gelegen. Der Gewinn lag allerdings in der Vergangenheit auch schon mal unter der Dividende. Solange der Kurs aber nicht so niedrig ist, kann man trotzdem natürlich neue Aktien rausgeben. Ne, hier hatten wir dann Kurse von 15, ja gut, war auch unter dem NAV. Also hier in letzter Zeit haben wir immer Kurse, die unter dem NAV liegen und dann gibt es keine neuen Aktien. Hier sind natürlich nur neue Aktien rausgekommen durch den Merger. Ob da die Gemergten dann auch immer so glücklich sind, ist eine andere Frage. Und das kann auch dazu führen, dass die rein Gemergten aus dem anderen BDC dann ihre Aktien verkaufen. Das war auch ein bisschen eine Sorge in dem Earnings Call, denn der andere BDC ist nicht börsengelistet. Die können im Moment nur an Blue Owl selber zurückgeben. Und die machen so vierteljährliche Rückkaufaktionen. Und damit wollen sie uns jetzt beruhigen als Aktionäre, dass die Aktionäre des anderen BDCs über solche vierteljährlichen Rückkaufaktionen immer die Möglichkeit gehabt hätten, zu verkaufen. Denn sonst besteht ja das Risiko, wenn ich eine nicht börsennotierte Firma in eine börsennotierte reinnehme, dann haben plötzlich die Altaktionäre eine Chance, ihre Aktien am freien Markt zu verkaufen. Und das wird einen ordentlichen Verkaufsdruck dann erzeugen, weil einige vielleicht raus wollen, die das vorher nicht konnten. Und dem haben sie widersprochen und gesagt, nein, die konnten vorher, wenn sie wollten. Also sie gehen davon aus, dass da kein Verkaufsdruck kommt. Und deswegen haben die auch keine Bindung und müssen ihre Werte nicht ein halbes oder ein Jahr lang halten, sondern
Man geht davon aus, dass kein Verkaufsdruck entstehen wird. Na, wollen wir es mal hoffen. Ja, Dividende, also 39 geht jetzt auf 37 zurück. Sonderdividende ist jetzt weggefallen. Sonderdividenden sind dazu da, um dann auch mal verringert zu werden, haben sie im Earnings Call gesagt, das ist jetzt passiert. Genau, hier haben wir sie nochmal. Schauen wir nochmal auf den BDC-Vergleich. Da habe ich Ares, FSK hat auch Zahlen rausgebracht, die habe ich aber noch nicht verarbeitet. Die sind wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen. Das sehen wir dann im nächsten Video. Ja, Blue Owl, also eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresende um 30% kommt nur vom Merger und weniger vom Neugeschäft. Auch wenn sie im Earnings Call gesagt haben, das Neugeschäft scheint in Q3 wieder anzuziehen. Das sehen wir aber bei fast allen BDCs. Ja, auf den Durchschnittswert habe ich schon hingewiesen. Der ist sehr hoch und der wird jetzt nochmal höher werden mit dem Merger mit OBDC Römisch 2. Dann kommen wir von 72, ich schätze mal auf 75, 76. So, und das ja, muss uns nicht gefallen. Besser breit gestreut im BDC und nicht so viele große Positionen da drin. Eigenkapital hier mehr gehebelt als bei Ares. Im Moment noch etwas schwächer als bei FSK. KR, FSK ist der Börsentitel. Beide sind ungefähr gleich lang an der Börse, hier 2,8, 2,10. Und Ares ist ja dann mit 2,4. Ja, die sind wahrscheinlich auch in die Finanzkrise hier komplett reingestolpert mit ihrem Börsengang. Und die haben die schon gut durchstanden, so würde ich das sagen. Einnahmen auf die Asset 10,7 ist der schlechteste von den dreien. Net Investment Income pro Share, was ich kaufe, bei den günstigen Preisen jetzt eine 11,6. FSK ist noch günstiger. Zinsaufwand an den Einnahmen jetzt 33,3, ist sogar höher als bei FSK. Bin auf die Q3-Zahlen von FSK gespannt. Net Investment Income, was für uns übrig bleibt, nur noch knapp über 40%. Ja. Gut, Ares hat auch nur 43, FSK 43. Alles keine solche Net Investment Income Monster, einfach weil die Gebühren relativ hoch sind. Wir haben ja nur eigentlich einen guten extern gemanagten mit niedrigen Gebühren. Das ist Golub und der kriegt es wiederum nicht hin, dass sie vernünftige Einnahmen haben und kann das nicht so richtig auf den Boden bringen. Ist so, wenn man einen Läufer hat, der super tolle Schuhe hat, aber selber nicht so gut laufen kann. Scheint mir das Problem bei Golub zu sein. Da habe ich aber die aktuellen Zahlen noch nicht gesehen. Also Blue Owl, ja, es vermag auch jetzt keinen zu überzeugen. Die 14,3, da kommen jetzt nochmal 5% dazu, dann sind wir bei 19%, 20% unter Net Asset Value. Wie gesagt, für jemanden, der jetzt sich neu einkauft, ist das vielleicht interessant, weil dadurch natürlich auch die Renditen nach oben gehen. Aber für uns Altaktionäre ist das nicht so begeisternd. Dividendenrendite schon mit diesem aus heutiger Sicht hohen Kurs eine 12,2, Dividende 1,60. Das ist einfach jetzt der Mittelwert mal 4 genommen. Okay. Das ist okay, da geht aber noch ein bisschen was runter, weil die Q4-Dividende ein bisschen niedriger ist als die in den anderen Quartalen. Das korrigiere ich dann mal am Jahresende. Ist nicht mehr lange hin. Steigerung negativ, bleibt auch so unbefriedigend. Also, ja, ihr merkt es schon, so richtig Begeisterung kommt bei mir im Moment nicht auf. Es ist immer mal gewünscht worden. Ich gucke mal auf Charting. Da vergleicht sich der Wert. Charting bitte nicht Sharping, das ist was anderes. Ja, da vergleicht sich der Wert mit dem S&P 500. Das ging auch noch gut bis, also hier mit dem Year-to-Date, nee, mit dem Einjahresrückblick, ging auch noch ganz gut so bis in den April hinein. Und ja, man muss jetzt fairerweise sagen, auch aufgrund des Kreditdruckes, der hier drauf liegt, ist es schwer möglich, jetzt mit dem S&P weiterhin mitzuhalten. Also das ist auch nochmal ein Thema gewesen im Earnings Call, dass die Spreads im Private Credit, das sehen wir ja auch bei den Closed-End Funds, die mit CLOs arbeiten, extrem niedrig sind historisch gesehen. Also Triple-B-Kredite haben im Moment nur einen Aufschlag auf die Fed Fund Rates von 300 Basispunkten. Das hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Und diese niedrigen Aufschläge sorgen dann auch dafür, dass der ganze Private Credit Markt eben extrem niedrig steht. Das haben wir hier auch sozusagen. Also hier kommen eben mehrere Gründe zusammen. Selbst wenn man hier das NAV jetzt hier mit dazu nehmen würde, das liegt dann ja hier oben irgendwo
und ist noch deutlich unter dem S&P 500. Also im Moment der Private Credit Markt ist ordentlich unter Druck. Die gehen aber auch davon aus, dass sich das Ganze in 2026 ein bisschen normalisieren wird. Es ist äußerst untypisch, dass das so, diese niedrigen Spreads auf den Private Credit so sehr lange bestehen bleiben. Irgendwann gibt es da wieder Korrekturen. Meine Einschätzung dazu ist auch, dass im Moment sehr viel Geld in diese Magnificent AI-Aktien fließt und relativ wenig in den Rest vom S&P 500 und von daher der Private Credit Markt auch viele Leute haben das, haben die auch im Earnings Call gesagt, durch einige Überschriften in Zeitungen oder in Medien die Hose vollgekriegt, sozusagen, sage ich jetzt mal, sind da rausgegangen aus Private Credit, weil sie gedacht haben, das explodiert alles, das fällt alles um. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Die BDCs sehen eigentlich keine hervorzuhebenden Wirkungen sozusagen, also irgendwelche Riesenausfälle oder so sind im Moment nicht sichtbar. Kann sich alles ändern, ich weiß, aber man kann ja auch nur von dem ausgehen, was im Moment in den Earnings Calls gesagt wird. Und da sagen eigentlich alle das Gleiche. Die Messages, die News sind ein bisschen übertrieben und vielleicht hat auch Jamie Dimon und JP Morgan, die haben vielleicht auch eigene Interessen, dass sie den Private Credit Markt so ein bisschen schlecht reden und sagen, oh, was für Risiken da schlummern und so. Es ist ja kein grauer Markt in dem Sinne, dass das nicht offen liegen würde, sondern die Bilanzzahlen sind ja alle publiziert, das kann jeder nachlesen. Es gibt genug Analysten, die Tabellen davon aufstellen und so bin ich ja nicht der Einzige, der das macht. Gut, ja, im Summary jetzt hier nochmal gesehen, eine Kaufempfehlung von den Seeking Alpha Analysten und Wall Street sogar eine 4,41. Das ist beides sehr positiv, wenn man das eben mit diesem Kurs hier in Relation bringt, dann passt das nicht so richtig. Wir haben ja eben jetzt wirklich eine 20% Abweichung zum NAV, das ist schon, NAV hier irgendwo mal gezeigt. Nö, das ist schon gewaltig, wenn man so will. Ja, hier meint er zum Beispiel, GR Research hat im Oktober noch geschrieben, es ist Zeit, das fallende Messer jetzt hineinzugreifen. Ja, wenn er hier reingegriffen hätte, hätte er jetzt schon mal wieder 15% verloren, so ungefähr. Ja, man signalisiert die 1 Milliarden Expansion mit OBC2 Merger in Q1, sage ich, ergänze ich jetzt nochmal, da habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Den Earnings Call habe ich durchgelesen. Er vergleicht hier Golub mit OBDC, ist aber, glaube ich, mehr ein Golub-Artikel. Den habe ich auch mir aufgehoben. Und Robert Börtzins sagt zum Beispiel, den lese ich auch öfter mal, er fasst den BDC nicht an, selbst mit 20% Discount. Den haben wir jetzt. Gut, ich fasse ihn auch nicht an, ich habe ihn ja im Moment. Für mich stellt sich die Frage, gehe ich da jetzt raus und kaufe ihn anderen? Das hatte ich mir jetzt auch schon überlegt. Da habe ich jetzt im Moment noch keine Antwort. Kann sein, wenn ihr das Video seht, dass ich schon raus bin. Vielleicht lege ich es ein bisschen in P2P an und kaufe einen anderen Kredit. Ich habe anhand der Nachrichten gesehen, dass auch Cyan jetzt sehr gut abgeschlossen hat. Das werden wir uns auch angucken. FSK werde ich mir angucken. Wenn jetzt Blue Owl auch unten ist, kann ich auch irgendeinen anderen kaufen, der unten steht. Also bei denen habe ich ein bisschen das Gefühl, klar, die kommen auch wieder hoch, aber das wird ein bisschen dauern. Das wird noch nicht Q1, das wird noch nicht in Q2 passieren. Da müssen wir erst wieder den Merger verfrühstücken. Also ich sehe da wirklich ein Jahr Wartezeit jetzt sozusagen, bis sich hier wieder was normalisiert. Kann sein, dass ich da ein bisschen pessimistisch bin, aber es ist auch ein Riesenschiff, es ist ein Riesentanker, der zweitgrößte BDC und äh, da wird man nicht ganz schnell Wirkungen erzielen. Der hat vor allen Dingen viele große Positionen und so weiter und so weiter. Ja, ich wollte jetzt nicht so ein langes Video machen, es ist schon wieder so lang geworden, ich weiß auch nicht. Wir können hier nochmal durchgucken, das ist wieder Eigenlob, alles gut, alles gut. Portfolio-Update, 17,1 Milliarden leicht zugenommen, 5 Unternehmen mehr, das ist ja nicht so viel. Starke Performance, klar. Die Non-Accruals sind immerhin bei 2,7 und 1,3, ist auch nicht so super niedrig. Klar, die NAV zum Börsenpreis ist viel größer, der Abstand. Neue Commitments sind 1,3 netto, also da sind schon die Rückkäufe abgezogen. Warum haben sie das hier nicht brutto mal hingeschrieben?
Return on Investment 9,5, das ist nicht sehr stark. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen verwöhnt mit den ganzen Venture Capital BDCs, kann auch sein. Reguläre Dividende annualisiert 10%. Ja, das war aber noch zu Kursen vom 30.09. Dividende wird consistent wieder neu erklärt von 37. Okay, das ist okay. Sonderdividende will ich jetzt nicht sehen. 200 Millionen Repurchase-Programm. Das alte Programm ist ausgelaufen und wurde nicht benutzt. Ich habe schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen. Ja, gibt es hier noch irgendwas anderes? Haben sie noch eine schöne Grafik? Das interessiert mich. Also doch, können wir mal drauf gucken. Wir haben 74% erstrangig. Das erinnert alles so ein bisschen an Ares. Man ist gar nicht so sehr erstrangig stark wie andere BDCs, sondern hat nachher so einen Mix von Preferred, Specialties, Joint Ventures und so weiter. Das ist ähnlich wie bei Ares sozusagen. Equity macht dann auch nicht so viel aus. Also hier Preferred oder Common Equity liegt so bei 7%. Wir haben andere BDCs, die haben da 12 oder einen sehr großen Anteil wie bei Main Street zum Beispiel. Aber hier ist der erstrangige Anteil ist auch nicht so super bombastico. Das sind nur die Bilanzzahlen, das interessiert mich jetzt nicht. Hier sehen wir nochmal den Net Asset Übergang. 37 verdient, 37 ausgeschüttet, aber dann eben realisierte und unrealisierte Verluste. Das macht 12 Cent eben nochmal aus, drückt das nach unten, Supplemental dazu und Reverse Amortizations of Purchase Discount. Das hängt mit dem Merger noch irgendwie zusammen. Hier ist nochmal ein Cent verloren gegangen. Okay, das ist akzeptabel. Wir sehen hier den Druck auf vom Kreditmarkt. Da haben sie auch nur gesagt, ja, 1% hängt mit dem Fed Fund Rate zusammen und der Rest kommt aus dem Pressure auf die Private Credit sozusagen. Und wenn wir auf den Average Interest auf die Schulden gehen, dann sind die jetzt wieder angestiegen von 5,5 auf 5,8 nach deren Rechnung. Das ist hellblaue. Ist natürlich nicht so schön, oder? Ja, hier sehen wir die Fed Fund Rates nochmal als SOFR im 3-Monatsmittel, aber letztlich ist das ja die gemittelten Fed Fund Rates, wenn man so will, über einen 3-Monats-Zeitraum, die da eine Rolle spielen sozusagen. Das Blaue ist dann der Spread, der ist eben von 6,2 auf 5,7 runtergegangen, okay. Die Einordnung in die verschiedenen Performance-Rating, gucken wir uns 5 an, da hatten wir also hier fast 100 Millionen drin und hier hatten wir vor einem Jahr 15 und 17 Millionen. Also verbessert hat sich das nicht unbedingt, ist jetzt nicht schlechter geworden. Sind 2 Unternehmen, die sind auch kurz im Earnings Call angesprochen worden, die hier drin stecken und den Hauptteil ausmachen, die Namen haben mir aber nichts gesagt. In Stufe 4 hat es auch ordentlich zugenommen von 40 auf 140 Millionen. Klar, das sind Riesenwerte, wenn das jetzt eine Milliarde BDC ist. Man hat immer trotzdem noch 14 und 1,5 Milliarden hier oben drin stehen in den beiden obersten Klassen. Sind über 90% stehen in den beiden oberen Klassen. Das sind 0,8 und 0,6%. In der absoluten Summe sind es große Beträge, die hier drin stehen. Auf der Refinanzierungsseite, wie gesagt, den Rückwärtsgang haben wir jetzt hier nicht gesehen in diesem Quartal. Schulden müssen sie nicht mehr abdecken. Im nächsten Jahr sind es 1,5 Milliarden. Das ist gemessen an dem Gesamtschuldenbestand auch nicht so ein Riesenwert. Es ist nicht 0, aber wir haben hier 5, 6 und 8. Also wo steht hier mal die Gesamtsumme? Es sind also etwas mehr als 10% im nächsten Jahr, die da fällig und umgeschuldet werden müssen. Ja, die haben also CLOs, die sie begeben haben und haben sonst hier Revolverfinanzierung. Das ist halt schon ein bisschen größer als jetzt diese 1 Milliarden BDCs. Die hätten solche Finanzierungsvariabilitäten eigentlich auch nicht drin. Und von daher wäre es schöner, ich würde hier niedrige Finanzierungsraten. Die haben sie dann auch angedeutet. Mit dem Merger könnten auch die Finanzierungsraten günstiger werden. Na, schauen wir mal. Noch haben wir sie nicht. Ja, hier die Supplemental Dividends sind jetzt weggefallen. Dividende jetzt nur noch 37 Cent. Q4 und damit sind wir einmal durch. Ja, für mich ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Nichts richtig gut, vieles mittelmäßig und schlecht und der Merger ist auch nicht toll für uns Aktionäre.
Ich danke für die Aufmerksamkeit, werde jetzt mir die anderen selber nochmal angucken. Torm hat auch Zahlen, die waren auch wohl gut rausgebracht. Näheres lest ihr auf meiner Webseite, die ihr hoffentlich als Startseite in eurem Browser eingestellt habt. Ich würde es doch wohl hoffen. Zur Erinnerung, frankimharz.vivaldi.net. Alles andere ist nur Fake. Und mit diesen Fake News verabschiede ich mich jetzt für heute. Kanal abonnieren, Like da lassen, netten Kommentar schreiben. Ihr kennt die heilige Dreifaltigkeit.